Europa sitzt zum ersten Mal auf dem Pilotensitz von Artemis. Die NASA hat nämlich die Crew für Artemis 3 benannt mit dem Italiener Luca Parmitano als Pilot. Aber ohne einen einzigen Deutschen? Ja, und sie schickt diese Truppe zu einem Raumschiff, das sie gar nicht betreten darf. Warum? Russische Satelliten können GPS über halb Europa stören und tun es offenbar längst. Wie konnte das passieren? ESA Aerospace hat frisches Geld erhalten und kündigt einen Startversuch Anfang nächster Woche an. Heute für euch live von der Internationalen Luft- und Raumfahrtausstellung hier in Berlin, die ILA. Bereit zu schauen? Ich bin Mo, herzlich willkommen zu Senkrechtstarter. Vor 2 Wochen haben wir den Termin angekündigt, jetzt sind die Namen da. Am vergangenen Dienstag, da hat die NASA im Johnson Space Center in Houston die Crew für Artemis 3 vorgestellt. 4 Menschen, alle mit militärischem Hintergrund. Kommandant von Artemis 3 ist der NASA-Astronaut Randy Bresnik. Pilot wird Luca Parmitano von der ESA. Dazu kommen die beiden Missionsspezialisten Andrew Douglas und Frank Rubio, beide von der NASA. Ja, und genau bei Parmitano lohnt sich der zweite Blick. Zum ersten Mal sitzt damit ein Europäer auf dem Pilotensitz einer NASA-Mondmission. Für uns im deutschsprachigen Raum hat das aber einen Beigeschmack. Weder Alexander Gerst noch Matthias Maurer sind dabei. Den europäischen Platz holt sich ein Italiener. Jetzt zur Mission selbst, und die ist anders, als viele vielleicht erwartet haben. Wenn du regelmäßig Senkrechtstarter schaust, dann hat dich das jetzt nicht geschockt. Artemis 3 landet nämlich nicht auf dem Mond. Die ersten Schritte auf der Oberfläche, die rutschen wahrscheinlich auf Artemis 4. Stattdessen bleibt die Crew rund 2 Wochen in der niedrigen Erdumlaufbahn. Das sind ein paar 100 Kilometer Höhe, quasi vor der Haustür, wenn man bedenkt, dass der Mond fast 400.000 Kilometer entfernt ist. Genau das ist der Punkt. Wenn hier oben etwas schief geht, also im niedrigen Erdorbit, dann ist die Crew schnell wieder zu Hause, und es werden ja Systeme zum ersten Mal erprobt. NASA-Chef Jared Isaacman hat diese Übergangsmission eingeschoben, um vor der echten Landung das Risiko zu senken. Start ist dann frühestens im Sommer 2027 für Artemis 3. Ja, und jetzt wird's richtig speziell. Für diese eine Mission, da braucht es 3 separate Raketenstarts. Zuerst hebt ein Lander-Testfahrzeug von Blue Origin ab, der Mondländer Blue Moon MK2. Der kann dann bis zu 90 Tage im Orbit ausharren und auf die Crew warten. Dann starten die 4 Astronauten in der Orion-Kapsel auf der NASA-Mondrakete SLS. Sie koppeln an Blue Moon an, steigen ein und testen dort die Lebenserhaltung, also alles, was die Crew am Leben hält. Ja, und dann kommt der dritte Start, ein Starship von SpaceX. Aber Achtung, dieses Starship, das hat dann nur einen Undock-Adapter und keine Lebenserhaltung an Bord. Die Crew koppelt also nur an, betritt aber das Starship nicht. Damit ist auch die Frage aus dem Intro beantwortet: Warum dockt man an ein Raumschiff an, in das man gar nicht einsteigen kann? Ja, weil es eine Generalprobe ist. Bei Artemis 4 soll dann genau dieses Starship oder eine Version dieses Starships der eigentliche Mondländer sein. Hier oben im sicheren Erdorbit übt die Crew dann also das Andocken an beide Länder, einmal Blue Moon, einmal an Starship, bevor es dann beim nächsten Mal wirklich zum Mond runtergeht. Denn der Blue Moon Länder, an den Artemis 3 dann andocken soll, der fliegt ja auf der New Glenn und genau die Rakete, die gerade auf der Startrampe explodiert ist. Laut Space News zwingt diese Explosion die NASA bereits, ihre Mondbasispläne umzuschreiben. Mein Eindruck hier: Die Idee, erst im Erdorbit zu üben, die ist gut. Gutes Engineering, lieber einmal mehr proben, bevor dann Menschen zum Mond-Südpol fliegen. Aber der Zeitplan, der ist schon sportlich. 3 Starts müssen dann sauber ineinander greifen. Einer davon, der sitzt auf einer Rakete, die sich erst von einer Explosion erholen muss. Und Starship, die andere Rakete, die ist noch nie in den Orbit gegangen. Ja, und das alles ist für 2027 geplant. Zum Streit um die reine Männercrew, da sagt Isaacman übrigens, ja, da sollte niemand etwas hineininterpretieren. Ob dieser Zeitplan von Artemis 3 hält, das diskutieren wir gerade mittendrin hier auf der ILA in Berlin. Wenn ihr das hier seht, ist das Senkrechtstarter-Team mit mir auf der ILA in Berlin. Wir leben da quasi eine Woche aus dem Koffer. Und wer reist, der kennt die nervigste Frage beim Packen überhaupt: Welche Schuhe bekomme ich mit? Denn jeder Schuh, den ihr einpackt, aber nicht tragt, der ist ja nur totes Gewicht in der Tasche. Und genau da kommt unser heutiger Sponsor ins Spiel, Gieswein. An so einem Messetag, da steht man von früh bis spät auf den Beinen, und genau dann nervt ein schlechter Schuh. Entweder drücken die Füße nach Stunden im Stehen oder das Klima im Schuh wird, grenzwertig. Mein Wool-Sneaker von Gieswein, der macht beides nicht. Er ist so leicht, dass ich ihn kaum spüre, und wenn ich lieber die Laufschuhe trage, dann wandert er einfach ins Handgepäck, ohne dass das Gewicht auffällt. In der Raumfahrt, da zählt jedes Gramm Nutzlast. In meiner Reisetasche sind die Einsätze ein bisschen kleiner, das Prinzip ist aber dasselbe. Zum Wool-Sneaker. Innen steckt Merino-Wolle, atmungsaktiv, temperaturregulierend, antibakteriell. Heißt im Klartext, selbst nach einem langen Tag auch ohne Socken kein Schweißgefühl, kein Geruch. Dazu eine flexible Sohle mit echtem Laufgefühl und robust genug für den Alltag. Wenn euch das anspricht, mit meinem Link und meinem Code bekommt ihr 20% auf das gesamte Gieswein-Sortiment. Ein Schuh, der unterwegs einfach mitläuft, statt zu nerven. Ja, mehr will ich gar nicht.
denkt an das österreichische Familienunternehmen Gieswein, das euch dieses Video präsentiert hat. Link und Code unter dem Video. Apropos unterwegs sein, verlasst euch auf eurer Reise besser nicht blind auf euer Handy-GPS. Russland stört GPS aus dem All. Ja, Tests legen nahe, russische Satelliten, die können GPS über einen ganzen Kontinent hinweg stören. Der europäische Erdbeobachtungssatellit Sentinel-3A hat die Störung quer über Europa schon dokumentiert. Stell dir einen Störsender vor, der ein ganzes Funksignal einfach übertönt, nur eben aus dem Weltraum. Genau, das ist Jamming. Die Folge: Flugzeuge, Schiffe, Handys, die verlieren dann über weite Teile Europas ihre Ortung. Eine Space News Analyse sieht Russlands Fähigkeiten zu solchen Jamming- oder Spoofing-Attacken aus dem Orbit inzwischen als bestätigt an. Ja, und damit ist auch die Frage aus dem Intro beantwortet. Wer sich gegen solche Bedrohungen wappnen will, der braucht eigene Augen im All, aber natürlich auch eigene Raketen. Und da floss am vergangenen Dienstag das ganz große Geld, an einem einzigen Morgen bei gleich 2 Firmen, nämlich das finnische Radarsatellitenhaus ICEYE, das holte sich über 1 Milliarde Euro frisches Kapital. Die Bewertung, die liegt jetzt bei über 10 Milliarden Euro. ICEYE baut Radarsatelliten, die auch durch Wolken und bei Nacht scharfe Bilder vom Boden liefern. Fast zeitgleich meldete der deutsche Raketenbauer ESA Aerospace 270 Millionen Euro. Das Geld, das geht jetzt in die Serienfertigung der Rakete Spektrum. ESA kennt ihr, vor 2 Wochen ging es um den geplanten Zweitflug. Jetzt steht dafür endlich ein Datum. Und zwar gleich jetzt am Montag könnte es losgehen, 15. Juni. Die ganze Woche über haben wir dann Startmöglichkeiten. Wir sind natürlich live dabei. Dahinter steckt ein Muster. Europas Regierungen kaufen zunehmend eigene Aufklärung, statt die Bilder bei anderen zu mieten. Und natürlich wollen wir auch eigene Raketen haben, um unsere Satelliten ins All zu bringen. Während in Europa die Spektrum in den Countdown geht, arbeitet SpaceX am ganz großen Brocken. Vor 2 Wochen, da hatte ja die FAA Starship Nachflug 12 erstmal stillgelegt. Jetzt geht es natürlich trotzdem voran. Der nächste Booster für den nächsten Test, intern heißt der Booster 20, der hat seine Cryo-Tests durchlaufen. Das ist der Betankungstest ja mit eiskaltem Treibstoff, bei dem sich zeigt, ob die Struktur, Temperatur und Druck gewachsen ist. Anschließend ist Booster 20 dann zurück in die Produktion gewandert. Was wir bei Flug 13 noch sehen wollen, ja, im Prinzip das, was beim letzten Mal noch nicht richtig funktioniert hat. Sauberes Drehmanöver des Boosters, kontrollierter Rückkehrmanöver, Wiedereintritt und eine weiche Landung dann wahrscheinlich im Ozean. Die Grundarchitektur V3 Starship in der neuesten Generation, die fliegt ja das Jahr seit Flug 12 einen Haken dran. Kurios am Rand, erstmals wurde Starship-Hardware am Kennedy Space Center gesichtet. Ein leichter Hinweis darauf, dass SpaceX jetzt auch dort bald starten will. Bleiben wir beim Wettlauf der Megakonstellation. Während SpaceX baut, bekommt der größte Konkurrent gerade Aufschub von der Aufsicht. Die US-Telekommunikationsaufsicht FCC, die kippt eine drohende Frist für Amazons Konstellation Amazon Leo. Früher hieß die ja Mark Kuiper. Eigentlich hätte Amazon bis zum 30. Juli diesen Jahres die Hälfte seiner geplanten 3232 Satelliten im Orbit haben müssen. Diese Frist, die ist jetzt erstmal vom Tisch. Gratis ist der Aufschub aber nicht. Amazon verliert vorübergehend seinen Vorrang bei den Funkfrequenzen. Heißt, wenn es Streit um Frequenzen gibt, muss Amazon gegenüber Rivalen wie zum Beispiel SpaceX zurückstecken. Die nächste Ladung von 36 Amazon Leo Satelliten, die fliegt übrigens schon kommenden Mittwoch auf einer europäischen Rakete. Dazu gleich mehr. Und die nächste europäische Antriebsnachricht, die kommt direkt von der Messe hier, von der ILA in Berlin. Auf der ILA 2026 in Berlin hat nämlich die deutsch-französische Exploration Company ihr Programm Storm vorgestellt. Storm ist ein Hochschubtriebwerk. Es soll eine wiederverwendbare europäische Schwerlastrakete antreiben. Den Nyx-Falltest der Exploration Company letzte Woche hatten wir ja schon thematisiert. Jetzt kommt also das Triebwerk Feuer für die nächsten großen europäischen Raketen. Ehrlich bleiben gehört auch dazu. Noch ist Storm vor allem ein Programmname. Ein Triebwerk auf dem Prüfstand ist es noch nicht. Aber bei großen wiederverwendbaren Raketen hängt Europa bisher hinterher. Dass die Firma genau da jetzt mitmischen will, ist die richtige Richtung. Bleiben wir beim Thema Triebwerke, wechseln aber vom rohen Schub zum cleveren Kompromiss. Antriebsingenieure, die stehen ja seit jeher vor einer Zwickmühle. Chemische Triebwerke, die liefern viel Schub, sind aber nach ein paar Minuten leer. Elektrische Triebwerke halten dafür tagelang durch, schieben aber eher ganz sanft. Bisher musste man sich dann entscheiden. Genau diese Zwickmühle, die löst ein neuer Motor mit 2 Betriebsarten in einem. Das MIT Space Propulsion Laboratory, das hat dafür dann 4 sogenannte Electrospray-Triebwerke an die NASA geliefert. Das sind winzige Antriebe, die geladene Teilchen elektrisch beschleunigen. Sie fliegen auf der NASA-Mission GPDM, auf Deutsch frei übersetzt, grüne Dual-Mode-Antriebe. Profitieren soll davon vor allem CubeSats, also Kleinstsatelliten, denen schlicht der Platz für viel Treibstoff fehlt. Der Test im All, der steht aber noch aus.
Von kleinsten Triebwerken zur größten Struktur im Orbit. Und da wächst das Misstrauen. Die NASA hat ihre Sicherheitslogik auf der ISS geändert. Der Grund: ein Leck im russischen Modul Svesta, das immer wieder Ärger macht. Das kennt ihr als langjährige Zuschauer schon. Die NASA traut den russischen Reparaturen nicht mehr und hält deshalb jetzt dauerhaft eine Dragon-Kapsel als Fluchtfahrzeug bereit. Wie ernst die Lage ist, zeigt sich letzte Woche, als das Leck sich verschlimmerte. Da mussten sich die Astronauten kurzzeitig in die Dragon in Sicherheit bringen. Mit Roskosmos will die NASA zwar weiter zusammenarbeiten, aber das Vertrauen in die Reparaturen, das ist erkennbar dahin. Mein Eindruck, das ist eine leise, aber deutliche Verschiebung. Die NASA baut sich gegenüber dem ISS-Partner einen Notausgang ein. Von der Raumstation zurück auf die Startrampen. In der vergangenen Woche ist natürlich auch einiges gestartet. Am Montag flog zum Beispiel eine Falcon 9 mit Starlink-Satelliten vom Cape. Am Dienstag startete beim chinesischen Privatunternehmen Landspace eine Suki 2E aus Jinquan. An Bord 2 Demo-Satelliten, die Mobilfunk direkt aufs Handy bringen sollen. Das war aber noch ein Test. Am Donnerstag schickte Rocket Lab von Wallops aus einer Electron auf eine suborbitale Hyperschall-Testflugbahn. Die Mission, die hieß Curveball. Ebenfalls am Donnerstag hob in Wencheng Chinas größte Rakete ab, nämlich die Lange Marsch 5. Die Nutzlast hält China unter Verschluss. Hier gibt's nichts zu sehen? Nein, wir sind hier auf der ILA. Beeindruckendes Display im Hintergrund, weil wir gerade live auf der ILA sind. An einem Sonntag nehmen wir jetzt direkt vom Stand unsere große Tech-Folge auf. Und zwar die Frage wollen wir lösen: Wie weit sind wir denn eigentlich beim Flug zum Mars? Ihr müsst euch noch ein bisschen gedulden, aber wenn ihr sehr ungeduldig seid, unsere Schutzengel sehen ja unsere Videos früher als alle anderen. Ja, und komplett werbefrei. Wenn du dazugehören willst, findest du unter dem Video die YouTube-Kanalmitgliedschaft. Vielen, vielen Dank. Außerdem sprechen wir auf der ILA mit den wichtigsten Akteuren in der europäischen Raumfahrt. Die Interviews, die werden wir euch in der nächsten Woche zur Verfügung stellen. Ja, und jetzt in aller Kürze noch die restlichen Meldungen der Woche. SpaceX hat einen Falcon 9 Booster zum 35. Mal gestartet und gelandet. Neuer Rekord für Wiederverwendung. Die Landung, die gelang auf dem Droneship Shortfall of Gravitas. Der Booster ist jetzt gerade erst 5 Jahre alt geworden. Die deutsche OAB hat mit dem Bau von der ESA-Sonde Ramses begonnen. Die soll ja 2028 starten und den Asteroiden Apophis erreichen, noch vor dessen extrem nahen Vorbeiflug an der Erde. Das ist ja im April 2029. Die National Oceanic and Atmospheric Administration hat ihren ersten eigenen für Weltraumwetter gebauten Satelliten aktiviert. 1,6 Millionen Kilometer von der Erde entfernt, am Lagrange-Punkt L1. Von dort warnt er künftig vor Sonnenstürmen, bevor sie dann Satelliten und Stromnetze treffen. Relativity Space hat die zweite Stufe seiner teilwiederverwendbaren Rakete Terran A Richtung NASA-Testzentrum Stennis verschifft. Die Integration der zweiten Stufe, die ist abgeschlossen, die Qualifikation der ersten Stufe, die läuft. Und noch nicht bestätigt, aus angeblichen Fabrikblaupausen kursieren Daten zu Chinas Superschwerlastrakete der Langen Marsch 9. 10,6 Meter Rumpfdurchmesser, das ist ein ganz schöner Oschi. Bei China bleiben wir, auch beim Blick nach vorn. Schon am Montag jetzt, da startet beim Unternehmen CAS Space eine Kinetica 1 aus Jinquan. Die Nutzlast, die ist noch offen. Das eigentliche Highlight der Woche, das steht dann aber in Europa an. Am Montagabend, da hebt vom norwegischen Weltraumbahnhof Andoya die Spectrum von ESA Aerospace ab. Oder zumindest ist das die erste Möglichkeit. Die ganze Woche gibt es dann Startmöglichkeiten. An Bord sind 5 europäische CubeSats, unter anderem von der TU Berlin und dem Space Teams der TU Wien. Am Mittwoch wird es gleich doppelt spannend. Der Direct-auf-Handy-Anbieter IST Space Mobile, der schickt 3 Bluebird-Satelliten der nächsten Generation auf einer Falcon 9 nach oben. Mit über 200 Quadratmetern Antennenfläche die größten kommerziellen Satelliten im niedrigen Erdorbit. Ebenfalls am Mittwoch fliegt die bislang stärkste Ariane 6 mit ihren 9 P160C-Boostern an Bord die 36 Amazon Leo-Satelliten. Von denen hatten wir ja schon am Anfang besprochen. Dazu kommen die üblichen Routineflüge, 2 Falcon 9 mit Starlinks am Montag und am Samstag, eine Lange Marsch 3B aus Xicheng, eine Electron mit einem Radarsatelliten für Japan und ein NRO-Aufklärungssatellit von SpaceX am Donnerstag. Und dann ein Global Star-Satellit am Samstag. Was für eine Woche. Europa erobert mit Luca Parmitano den Pilotensitz bei Artemis 3. Russland legt sich mit Europas GPS an und an einem einzigen Morgen fließen über 1 Milliarde Euro in europäische Raumfahrt-Startups. Ja, in demselben Tempo geht's hoffentlich weiter. Am Montag ab 21:15 Uhr sind wir live dabei, wenn ESA Aerospace die Spectrum hoffentlich zum zweiten Mal dann startet und dann hoffentlich auch in den Orbit. Und zum Schluss nochmal Danke an Gieswein, das österreichische Familienunternehmen, das euch heute dieses Video präsentiert hat. Meinen Reiseschuh und das ganze Sortiment gibt's mit meinem Link und dem Code 20 senkrecht mit 20% Rabatt. Am besten gleich die Glocke gedrückt halten, damit ihr den Start nicht verpasst. Wir sehen uns am Montag im Livestream und bis dahin immer schön senkrecht bleiben, euer Mo.